Hallo liebe Hühnerfreunde! Wir sind heute hier bei einem österreichischen Hühnerfutterhersteller namens Mühlholz. Und zwar bei der Familie Mittermeier aus Oberösterreich. Ich darf euch heute Einblicke in die Futterherstellung geben und wir bekommen auch Infos zur Entstehungsgeschichte von diesem tollen Familienbetrieb. Hallo Ines, möchtest du dich kurz vorstellen? Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass wir uns nun auch endlich persönlich kennenlernen. Wie du schon richtig gesagt hast, bei uns handelt es sich um einen Familienbetrieb im oberösterreichischen Mühlviertel. Bei uns dreht sich alles um die biologische Landwirtschaft, Garten und Kompost und natürlich um das Thema, wegen dem du heute hier bist, um die Hühner. Sehr schön. Bevor ich dir ein paar Fragen stelle, würde ich sagen, wir schauen uns mal direkt bei der Mühle die Produktion des Futters an. Hier sieht man schon, wie das Futter in den Papiersack gefüllt wird. Aber bevor es so weit kommt, müssen natürlich noch viele Schritte erledigt werden. Zu Beginn wird das frische Getreide aus der Region angeliefert und in die vielen Silos eingelagert. Als ich vor Ort war, wurde zum Beispiel gerade Bio-Erbse angeliefert. Hier sieht man das beeindruckende Rohrsystem, das unter anderem alle Komponenten an den gewünschten Platz befördert. Von den Silos werden dann die laut Rezept benötigten Mengen mit einer Waage eindosiert. Bei einem Blick in einen Silo kann man leider nicht viel erkennen. Die ganze Steuerung läuft, wie heutzutage üblich, alles über moderne Computersysteme. Hier sehen wir eine Vermahlungsmaschine, die die gewünschte Körnung herstellt. Natürlich wird dieser Prozess bei einer Futtermischung mit ganzen Körnern übersprungen. Weiters sehen wir auch noch, wie mit Hilfe von Wasserdampf die beliebten Pellets hergestellt werden. Dann werden alle gewünschten Zutaten zu einem Mischer transportiert und von dort geht es dann direkt zur Verpackung. Wenn euch zu diesem Thema noch weitere Details interessieren, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Ich finde diesen Prozess auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Und jetzt weiß ich auch, mit welcher speziellen Nähmaschine diese schöne Naht gemacht wird. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euer eigenes Hühnerfutter herzustellen? Es gibt ja relativ viele und auch große Firmen am Markt. Das ist richtig. Wir haben vor circa 7 Jahren mit der Hühnerhaltung begonnen und haben uns dann durch die verschiedensten Futterangebote durchgetestet. Zu 100% zufrieden waren wir allerdings mit keinem. Entweder der Inhalt hat uns nicht ganz zufriedengestellt oder aber das Drumherum, wie zum Beispiel der Verpackung. Außerdem gibt uns die Kleinstrukturiertheit, weil wir dementsprechend klein aufgebaut sind, eine gewisse Flexibilität. Wir können auf Kundenwünsche eingehen und haben somit die Möglichkeit, das Huhn wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Ihr bietet ja auf eurer Webseite ausschließlich Biofutter an. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Wir sind ein landwirtschaftlicher Biobetrieb, das heißt, wir verfüttern ausschließlich Biofuttermittel. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, beziehungsweise ist es auch unsere Philosophie, nur Produkte ins Sortiment mit aufzunehmen, mit denen wir auch selbst arbeiten, bei denen wir uns auskennen und für die wir zu 100% stehen können. Deshalb die Entscheidung nur Biofuttermittel. Das finde ich sehr gut. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass mir bei der Biohaltung die Haltungsform der Tiere besonders wichtig ist. Das heißt, ich möchte haben, dass die Tiere
genug Platz im Stall haben, einen großen Auslauf haben. Da ist es mir persönlich eher zweitrangig, wie das Futter aussieht. Aber ich finde es trotzdem super, dass ihr das so macht. Ich verstehe aber auch jeden Hobbyhalter, der aufgrund der Kosten auf konventionelles Futter zurückgreift. Ines ist natürlich auch dieser Meinung. Nun ein kleiner Ortswechsel zum Lager des Abhofverkaufs. Eure Verpackung und euer Versand ist meiner Meinung nach sehr lobenswert. Ihr schafft es sogar, durch die österreichischen Mehrwegboxen komplett auf die Plastikverpackung zu verzichten. Warum ist euch das so wichtig? Uns ist es wichtig, mit unseren Produkten nicht zusätzlichen Müll zu produzieren und damit die Umwelt zu belasten. Mit dieser Box haben wir die tolle Möglichkeit, den Futtersack trocken und sicher zu transportieren, und diese Boxen werden dann von den Postlern und Postlerinnen im Anschluss gleich wieder mitgenommen. Somit kein zusätzlicher Verpackungsmüll und der Sack kommt sicher bei den Kunden an. Sehr schön. Ich habe auch viele Zuseher aus Deutschland. Ihr bietet den Versand auch in Deutschland an, nur kommen da ein paar Euro Versand nochmal dazu. In Österreich ist der Versand ja zum Glück kostenlos. Habt ihr für den deutschen Markt auch Pläne, wie ihr da Fuß fassen könnt? Das ist richtig. Grundsätzlich haben wir uns die Frage gestellt, ob der deutsche Markt für uns überhaupt in Frage kommt, dadurch, dass Regionalität bei uns eine sehr große Rolle spielt. Dazu muss man sagen, wir befinden uns hier 40 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Das heißt, es ist doch relativ nahe. Somit sollte die Regionalität nicht an der Landesgrenze aufhören. Es freut mich auch, wir haben Pläne, dass auch die Versandkosten nach Deutschland zumindest um einiges günstiger werden. Sehr schön, das freut meine Zuseher sicher. Ist es euch wichtig, die einzelnen Bestandteile aus der Region zu bekommen? Ja, Regionalität ist uns wirklich sehr wichtig. Alle unsere Rohstoffe kommen aus Österreich und aus der Region. Besonders stolz sind wir auf unseren österreichischen Muschelgritt, den man ja eigentlich in Österreich nicht vermuten würde, da wir keinen Meereszugang haben. Aber der kommt gar nicht so weit weg von dir, nämlich vom Nexinger Muschelberg in Niederösterreich. Oh, sehr schön. Das war es jetzt auch schon mit dem Thema Hühnerfutter. Auf eurer Webseite habt ihr auch einen speziellen Punkt, der heißt Hühner und Küken. Was steckt da dahinter? Da steckt dahinter, dass wir ja selber Rassehühner züchten und uns seit ungefähr 2 Jahren im Zuchtaufbau befinden. Und dort wird es dann in Kürze Bruteier zu erwerben geben. Sehr schön. Wie wäre es, wenn wir zum Abschluss noch zu euren Hühnern schauen? Sehr gerne. Welche Rassen hast du denn hier? Das sind unsere Le Bleu-Hühner in dieser Gruppe. Hier habe ich eine gemischte Gruppe. Drinnen sieht man ein Zwerglachshuhn und einige Steinpipperl sind mitten darin. Hier unsere Sulmtaler Gruppe, ebenfalls mit einigen Steinpipperl und einer Ayurvedi-Henne. Jetzt im Bild der schöne bunte Eierkorb von den vielen verschiedenen Rassen. Also, ich danke dir fürs Beantworten der vielen Fragen und ich hoffe, wir können noch weitere Videos in Zukunft gemeinsam machen. Sehr gerne, das würde mich freuen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Perfekt. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir können von dieser Firma sicher noch viel erwarten. Die Webseite findet ihr im Beschreibungstext und bis zum nächsten Video. Ciao! Tschüss! Ich schneide das einfach so zusammen, dass es passt. Das heißt, wir können uns versprechen, ja, Yeah. Das ist überhaupt kein Problem. Hallo liebe Hühnerfreunde, wir sind heute hier... Gute Idee. Los geht's! Perfekt. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir können von dieser Firma sicher noch viel erwarten. Genau, Webseite, Beschreibungstext. Jetzt habe ich es.